Herzlich willkommen zu meinem 8-Minuten-Pitch. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen und eine neue Entwicklung des Fraunhofer Instituts für Materialfluss und Logistik vorstellen, die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert wurde, der LoadRunner. Nur Fliegen ist schneller. Was das bedeutet, da kommen wir gleich nochmal dazu. Mein Name ist Christian Prasse. Als gelernter Logistiker bin ich seit 20 Jahren am Fraunhofer IML und seit 2013 Leiter der strategischen Entwicklung. Da habe ich die Gelegenheit, auch an solchen schönen Projekten mitzuarbeiten wie dem LoadRunner. Wofür brauchen wir den LoadRunner? Der ideale logistische Raum ist leer. Dieses Statement von Michael ten Hompel, das er zu Zeiten des Effizienzcluster Logistik Ruhr geprägt hat, bekommt immer mehr an Bedeutung und wird Jahr zu Jahr wahrer. Denn um der hohen Dynamik zu begegnen, die wir im Moment in der Logistik haben und die weiter steigt, brauchen wir einfach Flexibilität, Wandelbarkeit, Skalierbarkeit. Wir müssen die Inbetriebnahmezeiten und auch den Rückbau von technischen Anlagen reduzieren. Deswegen haben wir den LoadRunner entwickelt und das ist im Prinzip auch nur eine konsequente Weiterentwicklung unserer Konzepte für eine infrastrukturreduzierte Logistik, nämlich ohne feste Installation in der Gebäudeinfrastruktur. Denn der ideale Raum ist eine leere Halle, die man universell nutzen kann. Die erste Idee und wesentliche Anforderung war, es muss schneller gehen. Wir haben ja einige Erfahrungen am Institut mit der Entwicklung von Fahrzeugen, aber als wir uns Gedanken gemacht haben, haben wir relativ schnell gesehen, wir brauchen ja einen völlig neuen Ansatz. Deswegen haben wir den LoadRunner mit einem völlig neuartigen Fahrwerk ausgestattet, der im Wesentlichen aus 4 3,6 kW Motoren besteht und eine omnidirektionale Navigation auf der Fläche ermöglicht. Das heißt, theoretisch können wir eine Flächenverfahrbarkeit von 30 Meter pro Sekunde ermöglichen. Das sind ca. 110 km/h. Aber das haben wir leider noch nicht geschafft, denn selbst bei einer Beschleunigung von 6 Meter pro Sekunde Quadrat sind alle Hallen, die wir haben, zu klein, um überhaupt auf die Geschwindigkeit zu kommen. Die zweite Idee ist, dass es eben einfacher gehen muss. Und um Zeit zu sparen, ist der Ansatz eben die Übergabe zu optimieren. Das heißt, wir haben hier ein trägheitsbasiertes Übergabeprinzip. Die Idee ist einfach. Die Umsetzung hat so ihre Tücken, wie man in den ersten Versuchen, die man hier im Film sieht, deutlich sehen kann. Im Wesentlichen ist es auch hier wieder eine Weiterentwicklung der schlanken Aufnahme, wie beim Kamlam, hin zu einer noch schlankeren Abgabe. Ist noch nicht alles perfekt, aber wir haben schon sehr, sehr gute Ideen, wie man das weiter optimieren kann. Generell gibt es natürlich einen allgemeinen Trend zu kleinen Fahrzeugen. Wenn wir auf die Karte schauen, leider ohne Bilder wegen der Urheberrechte, wird der Umfang und auch die lokale Häufung in den USA, Asien und Europa deutlich. Nicht ausschließlich, aber insbesondere in der Sortierung. Sicher haben Sie schon einige Videos gesehen, die solche Sortiersysteme abbilden. Leider kann ich auch hier keine Filme zeigen, aber ich habe Ihnen nachfolgend einige Links dafür zusammengestellt. Viele der bekannten Lösungen mit kleinen Fahrzeugen, zum Beispiel Kiva oder Grenzebach oder wieder auf die Sortierung fokussiert, Geek Plus oder Tomkins und so weiter, arbeiten in einem Grid. Das heißt, die Fahrwege sind rechtwinklig angeordnet und wie bei der Bahn sind sie mit einer Blockstreckensteuerung gesteuert. Das heißt, einzelne Teilstrecken werden für einzelne Fahrzeuge reserviert und damit auch für andere Fahrzeuge blockiert. Der Vorteil ist, es ist ein bewährtes Verfahren und Kollisionen sind dadurch prinzipbedingt ausgeschlossen. Der Nachteil ist, dass ich natürlich gegebenenfalls längere Wege fahren muss oder Wartezeiten habe für gesperrte Strecken. Und es ist nicht ohne weiteres skalierbar. Der LoadRunner arbeitet nach einem anderen Steuerungsprinzip. Sie können frei auf der Fläche navigieren und arbeiten mit Trajektorien. Aufgrund der hohen Dynamik im System ist aber eine reaktive Planung der einzelnen Trajektoren nicht möglich, sondern die einzelnen Wege müssen vorausgeplant werden. Im Unterschied zur Blockstreckensteuerung mit festen Fahrwegen findet beim LoadRunner eine kontinuierliche kinodynamische Trajektorienplanung auf Basis von Splines statt. Das heißt, dies nicht nur unter Berücksichtigung der Kinematik, sondern auch der Dynamik der Trajektorien. Für zukünftige Quelle-Senke-Beziehungen wird deswegen ein Pfad vorausberechnet und dann so lange iteriert, bis Kollisionsfreiheit besteht. Damit ist die Trajektorienmethode kollisions- und deadlockfrei. Im Rahmen des Förderprojektes des BMVI konnten wir die Machbarkeit des LoadRunner-Prinzips zeigen. In dem Sortierszenario, was wir hier sehen, haben wir 6 Fahrzeuge mit einer manuellen Aufgabe und einer trägheitsbasierten Abgabe an den Endstellen.
Im Film sieht man die hohe Geschwindigkeit und auch die gute Auslastung der Aufleger. Im Prinzip ist es aber so, wenn man daneben steht, wirkt es noch mal viel, viel schneller. Eben nur Fliegen ist schneller. Über die Hochgeschwindigkeitssortierung hinaus lassen sich interessante Anwendungsfälle finden. Zum Beispiel können 2 Loadrunner oder auch mehrere Fahrzeuge virtuell gekoppelt werden und so größere Packstücke aufnehmen, so wie wir es hier im Film am Beispiel einer Traverse sehen. Über die Verwendung von Anhängern, sogenannte Carrier, können mehrere Anhänger physisch über Magnete an die Loadrunner gekoppelt werden und so auch mehrere Packstücke transportiert werden. Auch dies konnten wir im Rahmen des Digitalgipfels präsentieren, am Beispiel von Koffern. Um sich die Anwendung auch in einem größeren Anwendungskontext vorstellen zu können, haben wir 3 Anwendungsszenarien visualisiert. Das erste Szenario ist eine Hochgeschwindigkeitssortierung von Paketen. Im zweiten Szenario betrachten wir den Einsatz im Flughafenumfeld, nämlich die Gepäckabgabe. Das dritte Szenario ist eine Produktionsver- oder Entsorgung. Neben der Entwicklung der Fahrzeuge haben wir parallel ein Simulationsmodell für die Leistungsevaluierung aufgebaut. Hier ist neben der Visualisierung insbesondere die Abbildung und der Test der Steuerungsalgorithmen realisiert. Für die Simulationsumgebung wurde auf der Echtzeit-3D-Entwicklungsplattform Unity aufgesetzt, im Prinzip eine Game Engine. Der Vorteil ist, dass sich hier nicht nur eine Simulation durchführen lässt, sondern stellt auch eine dynamische Abbildung des Systemverhaltens in Echtzeit zur Verfügung. So konnte bereits in einer ersten Version der Simulation gezeigt werden, dass sich erstaunliche Leistungen mit einem Loadrunner-Sortierschwarm erreichen lassen. Im Film sieht man die Simulation in Echtzeit mit 80 Fahrzeugen, einer Beschleunigung von 4 Meter pro Sekunde Quadrat und einer Sortierleistung von 16.000 Paketen pro Stunde. Klar sichtbar wird auch die Trajektoriensteuerung, die sowohl den Fahrweg als auch die Geschwindigkeit anpasst. Im Kontext des Loadrunners bzw. des Förderprojekts wurde aber noch wesentlich mehr entwickelt. Beispielsweise zu nennen ist hier insbesondere die Open-Source-Betriebsplattform, die den Kern eines Ökosystems, also der digitalen Infrastruktur für autonome Systeme darstellt. Somit ordnet sich der Loadrunner und auch das Loadrunner-Projekt als Vehikel der Plattformökonomie in die Silicon Economy ein. Das BMVI fördert das gleichnamige Projekt, nämlich die Silicon Economy mit rund 25 Millionen Euro. Die Potenziale für den Loadrunner sind aus unserer Sicht wirklich hoch. Um sie zu heben, muss jetzt der Prototyp in die Industrialisierung überführt werden. Hierzu sind wir in konkreten Gesprächen mit Industriepartnern, die wir heute leider noch nicht nennen können. 8 Minuten sind Kurs und falls ich nicht alle Fragen zum Loadrunner beantworten konnte, und davon gehe ich aus, können Sie mich gerne ansprechen. Meine Kontaktdaten sind hier am Ende eingeblendet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.